Heute sprechen wir darüber, welche Fotos du brauchst, um deine Kunden davon zu überzeugen, nicht nur zu klicken, sondern auch zu kaufen. Ja, stell dir das so vor, jemand gibt in dem Suchbereich auf Etsy einen Suchbegriff ein und Etsy hat dann die bestmöglichen Ergebnisse, listet es auf und die bestmöglichen Ergebnisse aufgrund deines SEOs werden dann aufgelistet und dann kommt der Knackpunkt. Die Leute werden nicht klicken, weil du so einen schönen Titel hast. Auch deine Produktbeschreibung sehen sie da erstmal nicht. Was sehen sie denn? Ja, dein Bild natürlich. Und deswegen ist dein Produktbild ja von entscheidender Bedeutung. Wenn du die Leute mit deinem Bild dazu bringst, an dieser Stelle zu klicken, ja, dann hast du schon halb gewonnen und den Verkauf wahrscheinlich schon fast abgeschlossen. Du bist nicht in person da, also du bist nicht vor Ort und kannst den Menschen nicht davon überzeugen, kannst nicht auf den Menschen eingehen, kannst ihm nicht genau erklären, worum es bei deinem Produkt geht. Das muss in der Produktbeschreibung passieren und in deinen Produktfotos. Und aus dem Grund ist es auch super wichtig, dass du nicht nur einfach ein Foto machst und das einstellst und das war's dann. Nein, besser ist, du machst 3, 4, 5, 6 bis zu 10 verschiedene Fotos. Und ja, genau darauf kommt es an, ne, dass du den Kunden wirklich das Gefühl gibst, dass er dabei ist, dass er das Produkt schon fast anfassen kann, dass er genau weiß, was er von dir bekommt, ne, weil du es aus jeder erdenklichen Perspektive zeigst und vielleicht auch noch mal die Größe zeigst, ne? Das kann man schön machen, indem man das Produkt einfach auf die Hand gibt, ne? Dann kann man ungefähr erahnen, wie groß es sein wird. Und ist der Kunde hinterher nicht enttäuscht, was wiederum dazu führt, dass du ganz tolle Produktrezensionen bekommst und dadurch auch wieder mehr Kunden und mehr Käufer. Aus diesem Grund, Produktfotografie ist eines der essentiellen Dinge neben der Beschreibung und dem SEO, die du auf Etsy bieten solltest, damit deine Kunden auch wirklich kaufen. Und was immer du dafür tun musst, solltest du tun. Musst du einen Fotograf anheuern? Tu es. Sonst kannst du das Ganze natürlich auch mit deinem Handy machen, weil auch das Handy macht heutzutage schon richtig gute Fotos. Aber dann stell sicher, dass du dir einmal die ja, Ideen, Tipps und Tricks durchgelesen hast, wie Produktbilder richtig erstellt werden. Und das kannst du natürlich im Web oder auf unserer Webseite. Da gibt es jede Menge tolle Tipps dazu, wie du die Produkte richtig schön ausleuchtest und wie du das Ganze ja hinstellst, damit deine Kunden wirklich wissen, bei dir gibt es qualitativ richtig hochwertige Produkte. Und wenn du ein kreativer Entrepreneur bist, wenn du jemand bist, der seine kreativ selbst erstellten Produkte verkaufen will, dann solltest du dir die Zeit nehmen, diese auch von jedem erdenklichen Winkel zu zeigen. Und wenn du das gemacht hast und die Beschreibung richtig hast, sonst geh nochmal zurück auf Tag 1 und schau dir das an, dann sollten Verkäufe eigentlich kein großes Problem mehr sein. Ich sehe dich morgen.